Auf geht's, Let's Dance, Breakdance-Zeit. Also die echten Sportsfreunde, die wissen sowieso schon, im Ferienprogramm mittwochs und freitags kann man ab 16:45 Uhr nochmal mitturnen. Aber jetzt geht's auf der Stelle los. Ich wünsche euch viel Spaß mit den Übungen, mit Judith und Eisi Gulb. Ich sage Servus und wünsche euch ein schönes, sportliches Wochenende. Grüß Gott, liebe Zuschauer, auf geht's zur vorletzten Runde. Heute stehen wieder waghalsige Sachen auf Eisis Programm, stimmt's? Ganz so waghalsig ist es gar nicht. Man muss nur ein bisschen den inneren Schweinehund dazu überwinden, zuschauen und probieren. Doch zuerst wieder Herr Professor Rosemeyer. Bis gleich. Ein Mindest- oder ein Höchstalter für Breakdance gibt es nicht. Jeder sollte Breakdance so machen, wie es seinem Bewegungsgefühl und seinem Trainingszustand entspricht. Breakdance kann mit gymnastischer, tänzerischer und artistischer Komponente getanzt werden. Betonen Sie die Übungsteile, die Ihnen besonders liegen und bei denen Sie merken, dass der Nutzeffekt besonders groß ist. Lassen Sie alle Übungen weg, die Ihnen vom Bewegungsablauf her nicht liegen. Nachdem es heute in Deutschland im Vergleich zu Amerika noch wenige professionelle Breakdancer gibt, wird die zunehmende Verbreitung dieser Tanzart dazu beitragen, dass verschiedene Tanzstile weiterentwickelt werden. Sicher kann dann jeder auch seinem Alter entsprechend Übungsteile für sich übernehmen. Nicht jeder muss ein Profi werden, der in der Disco bewundernde Blicke auf sich zieht, aber jeder kann Spaß an der Bewegung zur Musik haben. Wenn Sie also Aerobic gerne gemacht haben, dann wird Ihnen unsere etwas abgemilderte Form von Breakdance sicher auch Freude machen. Liebe Zuschauer, heute beginnen wir mit der Hüfte. Diesmal machen wir die Hüftisolation so, dass sie nicht weich sind wie letztes Mal und groß, sondern ganz klein und hart. Andere Seite. So. Dazu müsst ihr ganz fest die Beinmuskeln anspannen. Langsam. 1, 2, 3, 4, links oder rechts. Und schneller. Wechsel. Jetzt machen wir es zweimal langsam und schnell, schnell, schnell. Langsam, langsam, schnell, schnell, schnell. Wichtig dabei ist, dass ihr diese Bewegung jetzt ganz hart macht. Und nochmal. Langsam. Schnell, schnell, schnell. Und 1, 2, 1, 2, 3. Jetzt schneller. Nein, noch einmal langsam. Jetzt schneller. 1, 2.
Gut, das reicht. Wir machen jetzt eine altbekannte Übung. Ellbogen, Ellbogen. Und wieder in diesem Rhythmus. Schnell, schnell, schnell. Langsam, langsam, schnell. Langsam, langsam. Schnell, schnell, schnell. Bei wem jetzt automatisch die Hüfte mitgeht, der darf ruhig so weitermachen, denn das war beabsichtigt. Und langsam, langsam, schnell, schnell, schnell. Denkt wieder dran, die Bewegung sollte ganz hart sein. Vor allem diese 3 schnellen Bewegungen. So, wir machen es schneller. Wer jetzt Koordinationsschwierigkeiten bekommt, für den hören wir auf. Machen diesen ganz lockeren Randstellschritt. So, und jetzt attackieren wir wieder den Oberkörper. Auch diesmal diese ruckhaften Bewegungen. Im Halbkreis. Vor, 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 vor. Versucht jetzt mal dabei, die Hüfte ruhig zu halten. Also jetzt nicht kippen mit dem Becken, sondern nur den Oberkörper. Schneller. 1, 2, 3, 4. Ist gar nicht einfach. So, jetzt machen wir den Kopf, das ist leicht. Ihr kennt es vielleicht noch, diese Nickübungen. Hoch. Und tief. Akzent. Tief. Noch einmal hoch. Und Akzent tief. Und wir begeben uns zu Boden. Jetzt kommt ein bisschen Gymnastik, weil nachher wird Isis Teil wieder einmal sehr akrobatisch. Deshalb fangen wir an mit Bauchmuskelübungen. Diesmal ein bisschen anders. Wir gehen hoch, rück, vor und tief. Hoch, rück, vor und tief. Jetzt beginnt wieder unser großes Turnschuhe-Quietschen und tief. Und hoch. Noch einmal. Hoch, rück, vor und tief. Hoch, rück, vor und tief. Letztes Mal. Gut, dreht euch auf den Bauch. Jetzt machen wir eine Gegenübung, die die Bauchmuskeln wieder dehnen soll. Wir stützen uns ab und drücken uns hoch. Und versucht mal die Schultern unten zu lassen. Und tief. Es kommt jetzt jeweils auf eure Beweglichkeit an, wie sehr ihr schon gedehnt seid. Wenn ihr nicht ganz so hoch kommt, das macht gar nichts. Und noch einmal tief. Und verbindet es mit der Atmung. Ausatmen. Und einatmen. Und ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Und jetzt machen wir diese Schaukelbewegung. Beine hoch. Die braucht ihr nachher wieder. Und hoch. So, mein Teil wäre wieder einmal zu Ende. Jetzt macht der Icy weiter. Wir bleiben gleich unten. Wenn ihr euch noch an Folge 13 erinnern könnt, der Donkey-Kicksprung und das Abrollen. Wir wollen jetzt dann eine Schulterrolle machen, da ist genau dasselbe Prinzip wieder wichtig. Das heißt, ich muss Spannung halten und muss über diesen Teil hier abrollen. Ja? Ihr braucht keine Angst haben. Das ist die Vorübung, die Judy gerade gemacht hat. Ja? Hier muss ich abrollen. Okay? Jetzt eine kleine Übung dazu. Wir haben es in Folge 13 auch schon mal ganz kurz gemacht. Ich habe es allerdings nicht genau erklärt dort. Aus dem Liegestütz raus. Jetzt hochspringen und dann so abrollen. Ja? Das ist keine Kraftsache. Das ist nur Geschmeidigkeit. Ja? Und los. Hopp. Hopp. Okay, nochmal. Hopp. Nochmal. Liegestütz. Genau. Aus dem Liegestütz raus. Hier Schwung holen. Hopp. Okay.
Gut. Das brauchen wir nämlich, um eine Schulterrolle zu machen. Schulterrolle sieht so aus. Mach's einfach vor. Ihr müsst euch dazu denken, das kommt zum Beispiel aus dem Hip-Hop raus. Man möchte irgendwas Schönes, Spektakuläres machen. Man lässt sich umkippen, geht hoch. Jetzt muss man wirklich die Beine hochschießen. Ja? Nicht einfach nach hinten, sondern die müssen hochschießen. Ja? Wirklich hoch. Okay? Ich zeige es jetzt mal langsam. Ich versuche es zumindest mal. Aus der Position jetzt hoch. Eine Hand greift um, egal welche Seite, wie es halt bequem ist, greift um. Und jetzt mit diesem Hochschießen durchdrücken und abrollen. Ja? Ganz wichtig eben wieder das Abrollen. Nochmal. Ganz langsam. Vielleicht zeige ich es mal so. Hinlegen, Beine kommen hoch. Eine Hand greift über. Hier. Hier habe ich auch einen Druck. Jetzt hochdrücken. Ja? Einmal mit Schwung gezeigt. Hopp. Okay. Nochmal. Wenn ich den Schwung richtig mache, wenn ich mich gut abroll, brauche ich nicht mal mehr die Hand. Ich kann die Hände zur Seite nehmen und mache nur noch. Ja. Jetzt diese Übung als Partnerstellung kann eine kleine Hilfe geben zum Lernen. Lausi drückt sich hoch, ich fasse hier die Füße und jetzt seht ihr ganz schön, hier rollt er sich ab, hier hält er die Spannung. Okay, nächstes. Schulterstand ist ein Mittelteil der Schulterrolle. Schaut nur so aus. Hier halte ich mich. Ja? Das könnte ein Freeze sein. Freeze nennt man die Endposition aus jeder Drehung raus, zum Beispiel Popo-Drehung und in einen Freeze gehen. Schulterstand ist natürlich nicht ganz so leicht, aber es gibt auch einfachere Freezes, zum Beispiel den pelvischen Freeze. Ganz einfach. Den Mannequin Freeze oder Baby Freeze oder Schneidersitz, den King Tut Freeze. Tut Enk Amun, okay? Jetzt aber nochmal zum Donkey Kick. Genau dasselbe System, der Sprung, ganz gerade, flüchtigen Handstand und abrollen. Und schon sind wir beim Demonstration-Teil. Da zeigt euch Sugar Break mal, wie aus einer Schulterrolle auch der deutsche Helikopter entsteht. Okay, toll. Was man weitermachen kann, aus dem Sprung, jetzt in den Wurm gehen. Zum Beispiel. Oder hier rüberdrehen, jetzt in die Schulterrolle. Hopp, aufstehen, tanzen. Und schon sind wir beim Cooldown. Bleibt gleich am Boden. Ihr habt eure Entspannung wieder einmal redlich verdient. Das war vielleicht anstrengend. Ausschütteln. So, wir gehen in den Fußsohlensitz und federn die Knie ein bisschen nach außen. Und jetzt hängen wir aus über vorne und einatmen. Einatmen. Ausatmen. Jetzt streckt mal die Arme nach oben. Spannung bis in die Fingerspitzen und fallen lassen. Liebe Zuschauer, das war's schon wieder für heute. Und bitte ärgert euch nicht, wenn das eine oder das andere noch nicht so geklappt hat. Ihr seht, uns geht's genauso. Wir können auch nicht alles.
Tja, liebe Mädchen und Jungen, was ihr da heute gelernt habt, das war ganz schön schwierig, nicht? Falls es noch nicht so ganz geklappt hat, habt ihr am kommenden Mittwoch und Freitag jeweils um 16:45 Uhr Gelegenheit, dieses Übungsprogramm zu wiederholen.